In diesem Video zeige ich Peaceport, einen der bekanntesten und historischsten Orte im Herzen der Mittelmosel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Diese wunderbare Aussicht auf den Ort Peaceport an der Mosel hat man, wenn man in Minheim die Panoramastraße in Richtung Klausen hochfährt. Man gelangt mitten in die Weinberge in einer großen Moselschleife und kann auf einem Parkplatz genau oberhalb von Peaceport halten. Die Aussicht von hier oben verschlägt einem die Sprache. Wer die Mosel noch nicht liebt, wird es ab jetzt tun. Die heutige Gemeinde Peaceport ist eigentlich ein Zusammenschluss mehrerer Orte. Das historische Örtchen Peaceport ist lediglich dieser kleine Bereich auf der Eifelseite der Mosel, nicht der heute große Ort, dies ist der Ortsteil Niederemmel. Schon die alten Römer siedelten hier in der Region um Peaceport. Der römische Dichter Ausonius schrieb, dass die Weinberge den Ort wie die Ränge eines Amphitheaters einrahmen würden. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Peaceport im 8. Jahrhundert. Die Pest rottete im 16. Jahrhundert fast die gesamte Bevölkerung des Ortes aus. Das Gebiet stand einige Jahre zum Ende des 18. Jahrhunderts unter französischer Herrschaft, ehe es 1815 auf dem Wiener Kongress dem Königreich Preußen zugeordnet wurde und seit 1946 zum Bundesland Rheinland-Pfalz gehört. Vermutlich gab es an der Stelle, an der heute der Ort Peaceport liegt, zu römischer Zeit eine Furt durch die Mosel, durch die bei niedrigem Wasserstand auch Wagen fahren konnten. Diese Furt war einer lokalen Gottheit, dem Mercurius Bigentius, geweiht. Daraus leitete sich irgendwann der Name Porto Pingontio ab, aus dem schließlich Peaceport wurde. Direkt am Moselufer in der Nähe der Brücke nach Niederemmel befindet sich die katholische Kirche St. Michael. Ursprünglich gab es in den Weinbergen oberhalb der Gemeinde ein Heiligtum des Trefferergottes Bingentius, der zu christlicher Zeit durch den heiligen Erzengel Michael abgelöst wurde. Ihm zu Ehren wurde schließlich diese Mutterkirche errichtet, um den Einwohnern den schweren und mühsamen Weg in die Weinberge zu ersparen. Das Innere der Kirche ist mit einer reichen Rokoko-Ausstattung versehen. Die 3 monumentalen Deckengemälde werden auch Peaceporter Himmel genannt und sind von Johann Peter Weber aus Trier. Zu sehen sind über dem Altarraum die Himmelfahrt Mariens, in der Mitte der Sturz der Engel durch den Erzengel Michael und zum Eingang hin die Missionspredigt des heiligen Franz Xaver vor Indern und Negern. Zwischen dem Pfarrer Johannes Hau und dem Kirchenmaler Weber gab es wegen der schlechten Bezahlung des Künstlers Streit. Weber gab deswegen im mittleren Gemälde des Höllensturzes dem auf dem Rücken liegenden Teufel die Gesichtszüge von Johannes Hau, der mit herausgestreckter, pfeilspitzer Zunge als einziger auf den am Hochaltar zelebrierenden Pfarrer schaut. Geht man hier am Moselufer entlang, kann man die direkte Umgebung der Weinberge wunderbar und entspannt genießen. Am linken Moselufer kann man das Naturdenkmal Mosel-Loreley sehen. Es hat seinen Namen von der Loreley am Rhein. Das hier 85 Meter steil aus der Mosel rausragende Felsmassiv lässt flussabwärts keine Verkehrsverbindung zu. Das steile Ufer bietet nicht einmal Platz für einen Fußweg. Nur ganz vereinzelt finden sich an seinen steilen Hängen Weinberge. Über der Mosel-Loreley befindet sich ein Wanderweg. Peaceport ist in ganz besonderem Maß vom Weinbau geprägt. Sie ist die mit Abstand größte Weinbaugemeinde der Mosel und verfügt über mehr als 400 Hektar bestockte Rebfläche. Angebaut wird hier überwiegend die Rebsorte Riesling und als berühmteste Weinlage ist das Peaceporter Goldtröpfchen nicht nur sprichwörtlich in aller Munde. Alte Winzerhäuser im Ortsinneren verleihen dem Ort nochmal einen weiteren Charme. Im Jahre 1985 wurden hier im Rahmen einer Flurbereinigung durch Zufall die Reste einer römischen Kälteanlage entdeckt und freigelegt. Das Rheinische Landesmuseum in Trier leitete anschließend die archäologischen Untersuchungen und konnte mehr als 10 Räume und 7 mit einem wasserdichten Estrich versehenen Becken freilegen. Das Gebäude aus dem 4. Jahrhundert erreichte eine Breite von rund 44 Metern und eine Tiefe von mindestens 20 Metern. Es ist damit die größte Kälteanlage der Römer nördlich der Alpen.
Der eigentliche Kelter war nur im östlichen Bereich der Anlage. Der westliche Gebäudeteil war vermutlich als Kellerraum genutzt worden. In unmittelbarer Nähe wurden bereits im Jahre 1949 Scherben aus merowingischer Zeit entdeckt. Dies könnte darauf schließen lassen, dass Teile der Anlage bis ins frühe Mittelalter genutzt worden sind. Die Größe der Kälteanlage lässt vermuten, dass es sich weniger um eine private Nutzung als vielmehr um eine staatliche Einrichtung, vermutlich für den kaiserlichen Hof in Augusta Treverorum, dem heutigen Trier, handelte. Durch den Nachweis dieser Kälterstation, in der auch die ersten römerzeitlichen Traubenkerne des Moseltals gefunden wurden, konnte die hiesige Weinbautradition bis ins Jahr 300 nach Christus zurückverfolgt werden. Diese Kelterstation ist damit das bedeutendste Denkmal aus der Frühzeit des Moselweines. Es lohnt sich, Peaceport einen Besuch abzustatten. Man kann hier eine wunderbare, entspannte Zeit verbringen, entweder im historischen Ortskern am Moselufer oder aber zumindest auf dem Aussichtspunkt inmitten der Weinreben. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen möchtest, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.